Brasilien haben sie 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt. Was? Haben die mit dem Kaffee gemacht? Verbrannt. Einfach verbrannt. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Das ist glattweg für eine Verhetzung. Habe ich auch gelesen. Aber das kann ich nicht glauben. Das sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Verbrannter Kaffee. Erst in der Weltwirtschaft. Hier, bitteschön. Im Santos, dem größten Kaffeehafen der Welt, lagert mehr Kaffee als die Welt fähig ist zu kaufen. Alles zusammen 12 bis 15 Millionen Sack. Mehr als eine volle Jahresproduktion Brasiliens. Und da immer mehr Kaffee zu diesem Kaffee hinzukommt, lässt die Regierung den Überschuss verbrennen. Brauchen Sie ja nicht erst vorzulesen. Den Käse kennen wir. Wir haben teuren Weizen und arbeitslose Industriearbeiter, während Argentinien teure Industriewaren hat und arbeitslose Landarbeiter. Und das Ganze heißt Weltwirtschaft und ist eine Affenschande. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Das ist aber auch wirklich eine Affenschande. Mit uns können Sie es ja machen. Sehr richtig. Ich verstehe das Ganze nicht. Kaffee verbrennen. Was soll denn das eigentlich für einen Zweck haben? Das ist doch die reine Bosheit von den Leuten. Bosheit? Die sind nicht mal bösartig, wenn sie nicht hier. Die wollen die Herren wohl noch in Schutz nehmen, was? Sie finden das ganz in Ordnung, dass Sie den schönen Kaffee verbrennen. Erlauben Sie mal, das hat ja der Herr gar nicht gesagt. Der Herr hat ja ganz klipp und klar gesagt. Was haben Sie doch gleich gesagt, Herr Naster? Wissen Sie, Kaffee darf nie kochen bei Ihnen. Kaffee darf nie kochen. Wenn er Kaffee jetzt gekocht hat, dann ist aus mit dem Kaffee. Und dann den Kaffee niemals in eine Blechkanne schütten. Denn die das ganze Aroma flöten holen. Steht ja alles hier drin. Darum haben sie das gemacht, weil sie die Kaffeepreise hochhalten wollen. Sehen Sie? Sehen Sie, wir müssen hohen Preise bezahlen. Na, warum zahlen wir die hohen Preise? Weil uns die Hände gebunden sind. Weltpolitisch. Ja, richtig. Wenn wir eine Flotte hätten, dann hätten wir auch Kolonien. Wenn wir Kolonien hätten, dann hätten wir auch Kaffee. Und wenn wir Kaffee hätten... Na, was wäre denn Ihrer Wertmeinung nach? Sprechen Sie ruhig aus. Dann gehen die Preise wohl runter, was? Das sollen sie ja nicht. Aber dann machen wir doch das Geschäft. Ich höre immer wir. Wer ist denn das? Wir. Sie und ich. Und der Herr da. Und die Dame da. Und der olle Mann da. Also wir machen das Geschäft. Mensch, das glauben Sie doch selber nicht. 24 Millionen Pfund, 36 mal 24. Eine Nullrang, noch eine Nullrang. Da haben Sie 86 Millionen weggeschmissen? Das soll ein Geschäft sein? Das ist kein Geschäft. Wenn das Pfund 3,60 Mark kostet? Was denn 3,60? Mann, da müssen Sie aber eine noble Marke gewohnt sein. Herrschaften, ich sage es ja immer wieder. Bevor in unserem Volk nicht wieder mit Pfennigen gerechnet wird, solange wird unser Volk auf keinen grünen Zweig kommen. Sehr richtig. Sie sehen gerade so aus, als ob Sie mit Pfennigen rechnen. Also, 1 Pfund 3,60 Mark. Aber wieso denn 3,60? Für 2,40 Mark kriegen Sie schon einen ganz guten Kaffee. Ich habe welchen schon für 2 Mark gekauft. So, sagen jetzt 3 Mark. Kommt ja gar nicht darauf an. Also nun hören Sie sich sowas an. Ich sage 2,50 und er sagt 3 Mark. Und da soll kein Unterschied sein? 24 Millionen mal 300. Natürlich, das ist alleine ist ja Quatsch. Die verdienen doch nicht an dem, was sie wegschmeißen, sondern an dem, was sie behalten und uns teuer verkaufen. Es muss immer weniger Ware da sein, als gebraucht wird. Sonst gibt es doch kein Geschäft. Geschäfte kann man doch bloß machen, wenn es immer noch Leute gibt, die was brauchen und nichts kriegen. Krisenunterstützung verziehen sie. Aber Kaffee saufen sie pfundweise, dass man zum ganzen Treppenflur rief. Ich will ja nicht sagen. Aber ich habe mal zu meinem Mann gesagt, wie dann weißt du, dass ihr dann nicht mit richtigen Dingen tut. Kaffee ist überhaupt Luxus. Früher haben die Leute auch keinen Kaffee getrunken. Und hier sind die Leute ja auch in der Buskutsche gefahren. Ich verbitte mir die parteipolitische Verhetzung. Was heißt hier Verhetzung? Was Sie treiben, ist Hetze. Bitte immer ruhig Blut, junger Mann. Ich bin nicht Ihr junger Mann. Bei Ihnen merkt man auch, dass Sie nicht mehr beim Kommiss gewesen sind. Ja, und Sie? Sie sind bei uns auf hier gewesen, was? Gut, drück ihm doch mal hin. Gibt dem Ollen doch eine Apfelsine und schickt in ein Waisenhaus. Sie, machen Sie das Maul zu, das war Ihnen eine Sägespäne aus dem Kopf.
Ich warne Sie. Jede Beleidigung kostet 40 M. Ach Mensch, muss ich ja nicht auf. Seit wann duzen wir uns denn? Sind doch nicht zusammen auf dem Misthaufen gelegen. Ja, richtig. Säbel, Beine und den Wattenscheid. Oller Fettkopf. Wo andere Leute im Kopf haben, da haben sie einen Pickel. Aber meine Herren, ich muss doch endlich um Ruhe bitten. Sie sind doch nicht allein im Coupé. Jetzt reden Sie hier dauernd vom Kaffee in Brasilien. Tja, meine Herren, ich frage Sie, was geht Sie der Kaffee in Brasilien an? Sehr richtig. Und überhaupt ist heute Sonntag. Na, wenn Sie von Kaffee nicht hören wollen, dann will ich dir mal was fragen. Brot essen Sie doch wohl, Herr Nachbar, was? Was sagen Sie da zu dem Weizen, den Sie in Amerika unter dem Dampfkessel verfeuern? Na und die Baumwolle? Sehen Sie, wir brauchen ja gar nicht so viel Kaffee. Wir Deutschen sind ein sparsames Volk. Die Hauptsache ist, wir machen uns vom Ausland unabhängig. Wir müssten in Deutschland unseren Kaffee alleine anbauen, sehen Sie. Da wird in Rheinland so viel Wein gebaut. Dafür müssten wir Kaffee anbauen. Sehen Sie? Den Wein könnten wir auch in Frankreich kaufen. Und da wäre gleich Frieden in Europa, sehen Sie? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Richtig. Sie werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wird sie auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Dann wird die Sonne scheinen, auf die Straße, auf das Feld, konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein.